Wir sind Jessie und Roberto und unsere Reise über die Panamericana rast plötzlich ihrem Ende entgegen. Eine unerwartete Änderung zwingt uns in einen engen Fahrplan, der unseren Takt diktiert. Ja, jetzt stehen wir hier ohne Container Buddy. Umso mehr suchen wir die Momente, in denen sich die Welt um uns herum verlangsamt. Im kolumbianischen Kaffeedreieck versuchen wir, das Chaos im Kopf auszuschalten und die Kaffeekultur noch einmal ganz bewusst in uns aufzusaugen. Zwischen gewaltigen Wachspalmen schließt sich für uns ein Kreis. Über entlegene Wege kommen wir zur Ruhe und realisieren, das ist unser letztes großes Abenteuer in den Amerikas. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr freut euch wahrscheinlich genauso wie wir, dass wir endlich wieder unterwegs sind. Wir haben die Werkstatt verlassen können. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, guckt euch das letzte Video von uns an. Wir sind auf jeden Fall schon raus aus Bogotá. Wir sind ein ganzes Stück gefahren und sind an einem besonderen Ort, der für uns ein Must-See war von Kolumbien. Wir sind im Eje Cafetero, im Kaffeetal Kolumbiens, konkret in Finlandia. Und wir haben den perfekten Tag erwischt. Es ist Samstag, es ist Markt, es ist gut was los. Wir freuen uns schon. Ich finde es richtig schön, wie authentisch dieser Markt hier auch wirkt. Man sieht hier richtig viele Leute aus der Umgebung oder aus dem Dorf, die hier ihre Einkäufe erledigen. Gerade die Kochbananen, also die sieht man ja in fast jedem Gericht in Kolumbien dabei. Die gehören einfach dazu und ich finde die richtig gut. Aber was man auch sieht, hier sind überall wieder diese Kaffeesäcke. Also selbst wenn nicht unbedingt Kaffee verkauft wird und das nicht unbedingt für die Touristen gedacht ist, sie sind überall, auch wenn sie nur verwendet werden, um als Tischtuch auf den Tisch zu legen. Ein typisches Bild hier in der Region sind diese Jeeps, auch Willys genannt, ursprünglich aus den USA im Zweiten Weltkrieg benutzt. Mittlerweile wurden sie exportiert und werden hier nicht nur um die Touristen hin und her zu transportieren benutzt, sondern auch auf Kaffeeplantagen, denn die Fahrzeuge sind richtig robust und ja, da werden sie benutzt. Was auch noch richtig schön ist, ist, dass sie so farbig angemalt sind. Das passt hier super zum gesamten Eindruck hier in der Region. Und das feiern wir voll ab. Und dieser Willi hier wird offensichtlich mit Kaffee angetrieben. Das ganze Kaffeedreieck hier umfasst ja eigentlich mehrere Ortschaften. Finlandia ist eine der kleineren. Salento ist eigentlich so quasi die Hauptstadt. Ist ein bisschen größer, aber uns wurde gesagt, dass Finlandia ein bisschen authentischer ist. Denn diese ganzen Dörfer hier in dieser Region sind auch Teil des Weltkulturerbes. Und Finlandia kam ein bisschen später dazu und deswegen hat es viel länger diesen authentischen Charakter beibehalten und wurde nicht so schnell so touristisch. Und ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen, weil es ist richtig schön hier, es lebt aber trotzdem. Und ja, auch diese Farben, das ist ja... Ist richtig schön, nicht? Ja, absolut. Und also endlich mal wieder eine Stadt oder ein Dorf mit bunten Häusern, ja, Farbe. Wo man auch so schön schlendern kann, ja. Irgendwie, wo man sich wohlfühlt. Ja. Und übrigens, die Farbe hat aber nicht nur einen ästhetischen Grund, sondern das ist eine besondere Farbe, die das Holz auch sehr gut schützen soll.
hier auf dem Hauptplatz wird irgendwie auf einmal alles so ein bisschen langsamer. Ja, ist so eine kleine Oase, nicht? Ja, Hier schon. mittendrin im Grünen, umgeben von diesen bunten Häusern. Also, ja. Kann man so ein bisschen runterkommen und das tut uns auch gerade ein bisschen gut, wobei wir uns auch gerade besonders schwer tun damit. Wir sind seit einer Weile ein bisschen gestresst. Auf jeden Fall die letzten 3 Wochen, als wir in der Werkstatt waren, das hat sich alles so in die Länge gezogen. Also ja, hätte nicht sein müssen und irgendwie haben wir auch das Gefühl, dass uns die Zeit wegrennt. Ja, es geht ja unweigerlich aufs Ende zu und irgendwie auf der einen Seite freut man sich ja, dass man dann endlich das neue Kapitel in Angriff nehmen kann, aber gleichzeitig stellt sich so langsam heraus, dass gerade zum Beispiel die Suche nach einer Base doch schwieriger und langwieriger sein wird wahrscheinlich, Ja. als wir uns erhofft hatten. Nicht nur das, also für uns geht es ja wieder nach Hause und wir hören ja von so vielen Reisenden, die länger unterwegs waren, wie sie strugglen, quasi wieder in den Alltag zu kommen, um irgendwie was zu finden, was wieder Freude macht. Und ja, also von dem habe ich vor allem so ein bisschen Angst, weil man halt nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man wieder zu Hause ist. Und apropos Zuhause, wir wissen ja nicht, wo unser Zuhause sein wird. Ja. Leider haben wir viel zu viel Auswahl. Wir wollen in ein Land, wo wir beide sprachlich klarkommen, aber auch das ist in Europa immer noch, Ja, ja, aber ja, kleines Dilemma zurzeit. Ja, irgendeine Lösung werden wir auf jeden Fall finden. immer. Immerhin sind wir weiterhin in der Trockenzeit unterwegs und es regnet nur komplett unerwartet. Oh Mann, hat jetzt voll angefangen zu schützen. Wir stehen hier jetzt unter so einem kleinen Vordach und hoffen, dass es bald vorbeigeht. Aber einmal am Tag regnet es immer, auch in der Ja. Trockenzeit offensichtlich. Ja, dieses Jahr vor allem. Gerade das Jahr, wenn wir hier sind natürlich. Finlandia ist auch das Zentrum der Korbflechterei für die Region, denn rund um Finlandia wachsen ganz bestimmte Lianen, die dafür verwendet werden. Und auch hier war der Ursprung wieder im Kaffeekontext, denn die Körbe wurden eigentlich zum Sammeln der Kaffeeernte genutzt. Mittlerweile werden natürlich Lampen und alles Mögliche geflochten und ist eher auch ein Wohnaccessoire. Ich glaube, wir haben gerade das ultimative Souvenir gefunden. Wir haben hier einfach zufällig gesehen, dass es hier eine Kaffeekooperative gibt. Da haben wir gedacht, ja komm, so wie wir es eigentlich immer machen, wir gehen einfach rein und gucken, wie es ist, fragen die Leute. Und tatsächlich, die waren super freundlich. Da war ein Herr, war gerade so ein bisschen beim Kehren, beim Saubermachen. Da meinten wir so, ja, vielleicht hätte er auch 1, 2 Säcke, Kaffeesäcke für uns abzugeben. Und dann hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Er hat da die Säcke rausgelegt und meinte noch so, ja, da hinten habe ich noch einen richtig schönen. Und hat mit uns den perfekten Sack gesucht. Am Ende wurden es jetzt 3 Säcke. Natürlich haben wir ihm auch was dagelassen. Also es sind umgerechnet, glaube ich, etwa 4 Euro. Aber ich freue mich riesig. Also jetzt haben wir wirklich das perfekte Souvenir und wir haben auch gleich noch eine Handvoll Kaffeebohnen mitgenommen, die noch nicht geröstet oder gewaschen sind. Und da hoffe ich, dass mir dann vielleicht irgendwann mal eine Kaffeepflanze wächst. Wäre cool. Also ich bin happy. Und genau dieses Beispiel zeigt wieder einmal, wenn man freundlich und offen gegenüber Neuem ist und Menschen, kommt so viel zurück und man kann so vieles Neues entdecken. Das ist richtig guter Kaffee. Und es ist gar nicht selbstverständlich hier in Kolumbien, denn wie in so vielen Ländern, die Kaffee produzieren,
wird der beste Kaffee eigentlich exportiert und zurück im Land bleibt nur der Kaffee mit weniger guter Qualität und deswegen wird er meistens auch gar nicht im Land geröstet, sondern erst im Zielland. Hier in Finlandia und in dieser Region ist es eben anders. Hier wird auch ein Teil der guten Bohnen hier belassen, wird auch lokal geröstet und man kann es eben auch so genießen. Hier gibt es auch einige Specialty-Cafés hier in Finlandia. Und da kann man eben auch einen guten Cappuccino, Americano, was auch immer hier trinken und muss nicht nur den kolumbianischen Tinto trinken, der ja hier eigentlich so typisch ist. Der wird eben aus den nicht ganz so guten Bohnen gemacht, ist ein leichter schwarzer Kaffee und meistens mit relativ viel Zucker oder Panela getrunken, damit der Geschmack eben ein bisschen angenehmer wird. Bis vor ein paar Tagen dachte ich noch, dass ein Tinto ein Rotwein ist. Denn normalerweise in Italien oder in Spanien, wenn du einen Tinto bestellst, bekommst du einfach ein Glas Rotwein. Ja, und letzte Woche, als wir bei der Werkstatt waren, waren wir bei einem Teilehändler und der hat mir morgens um 10 einen Tinto offeriert und ich dachte so, nee, ich trinke keinen Alkohol morgens. Und er hat mich nur komisch angeschaut und ich glaube, wir wussten beide in dem Moment nicht genau, wieso ich das gesagt hatte, aber ja, als wir losgelaufen sind, meinte dann Jessie auf einmal, du weißt schon, dass ein Tinto ein Kaffee ist und nicht ein Wein. Ja, peinliche Situation, aber ja. Und zwar der andere auch sehr sympathisch komisch. Und ich glaube, der zeigt dir mehr zu. Ciao, muchas gracias de todo. Ciao, ciao. Ciao. Ah, das war viel guter Kaffee. Viel guter Kaffee, ja. Wir haben noch am Ende noch mit dem Besitzer ein bisschen gequatscht und der hat uns ganz viele verschiedene Sorten noch gegeben zum Probieren. Ja. Aber es ist schon spannend, wie, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie man dann die verschiedenen Noten rausschmeckt. Also eher rote Früchte, eher Zitrusfrüchte. Und also ich finde es schon sehr spannend. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Und wir haben uns gleich noch ein bisschen Kaffee gekauft. Bleiben wir ein bisschen eingedeckt. Genau. Und für alle von euch, die auch gerne Kaffee trinken, schreibt doch ein Kaffee-Emoji runter, dann kann man den Kaffee zusammen feiern. Genau. Dieses Video wird von BetterHelp gesponsert, einem Online-Service für psychologische Beratung. Wie ihr wisst, befinden wir uns ja in unserem letzten Abschnitt der Reise und das bringt emotional doch einiges mehr mit, als ich ursprünglich gedacht hatte. Wir freuen uns ja wirklich sehr auf dieses Ankommen nach 5 Jahren Vollzeit unterwegs, aber gleichzeitig wirft dieses nach der Reise auch einige Fragen auf und bringt einige Unsicherheiten. Wo finden wir ein neues Zuhause in Europa? Wie decken wir unsere Kosten? Was bringt das finanziell mit sich? Also da sind Existenzängste damit verbunden und auch Unsicherheiten, was auch den komplett neuen Alltag angeht. Ich bin ja eigentlich ein sehr pragmatischer Mensch, aber ich merke, dass mich das mittlerweile emotional doch auch stark belastet. Roberto ist der Grübler, er verbringt auch mal eine schlaflose Nacht, wo es immer wieder im Kopf rattert. Und gerade auch, dass wir so unterschiedlich mit Druck umgehen, sorgt zwischen uns beiden als Paar nochmal für zusätzliche Spannungen. Und somit ist es auch eher so, dass wir diesen letzten Abschnitt der Reise nicht so genießen können, wie wir eigentlich vorhatten, sondern wir spüren eher so eine Schwere. Um wieder mit mehr Leichtigkeit an die Dinge ranzugehen, ist eine neutrale Person von außen, die die Situationen auch entschärfen kann, so viel wert. Und gerade da setzt BetterHelp an. Der Online-Service verbindet euch mit erfahrenen psychologischen BeraterInnen. Ich habe auch erst in meinen Gesprächen gemerkt, was da teilweise unter der Oberfläche los ist und habe Tools bekommen, die helfen, meine Gedanken zu sortieren und den Druck rauszunehmen. Und ganz ehrlich, es ist nicht so, dass man nach einer Session auf einmal alle Antworten hat oder alles leicht fällt. Aber es hilft, Dinge klarer zu sehen und nicht mehr alles alleine tragen zu müssen. Der Start ist super unkompliziert. Über einen Fragebogen wird man mit einer passenden Beraterin gematcht. Die Beratung selbst läuft dann komplett flexibel über Video, Telefon oder Chat. Perfekt für jeden Lebensstil. Und falls es mal nicht zu 100% menschlich passt, kann man auch jederzeit kostenlos wechseln. Wenn ihr euch auch mehr Klarheit und Leichtigkeit in eurem Alltag wünscht, könnte die psychologische Beratung von BetterHelp der richtige Schritt sein. Klickt dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf betterhelp.com/cheapytravelers und ihr erhaltet 10% Rabatt auf euren ersten Monat. Und ihr unterstützt damit auch unseren Kanal.
natürlich kaum ist man nicht mehr zu Fuß unterwegs, hört auch der Regen auf und die Sonne kommt raus. Aber immerhin können wir so die Landschaft mehr genießen. Wir fahren nämlich einmal quer durchs Kaffeetal und das heißt auch durch diese Hügel und Berge, die so richtig saftig grün bewachsen sind, voll von diesen Kaffeestauden. Man kommt halt auch nicht sehr schnell voran, weil die Straße eng und kurvig ist. Aber es ist trotzdem wunderschön und ich würde sagen, also es hat so einen ganz eigenen Charakter, eine ganz eigene Art, diese steilen Hügel hier. Ich würde sagen, wir haben ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Der wahre Grund, wieso wir hier sind, liegt aber hier hinten. Ein bisschen sieht man es schon, man hat es auch bei der Anfahrt schon ein bisschen gesehen. Das sehen wir uns aber morgen an. Heute nehmen wir es jetzt ein bisschen gemütlich. Naja, Bin schon gespannt, wie es morgen wird. Wieso, naja? wir müssen arbeiten noch. Ja, gemütlich heißt bei uns einfach, dass wir nicht unterwegs sind. Genau. Ich glaube, für heute sind wir jetzt erstmal stationär. Ja, ist aber eine schöne Kulisse, um zu arbeiten. Fall, ja. Also ich freue mich auf morgen auf jeden Fall. Ich habe so einen Hunger. Wir sind ja den ganzen Tag eigentlich schon unterwegs, dann das Arbeiten. Und es ist ja auch kälter hier. Wir sind auf 2400 Metern etwa. Und ich würde sagen, das rechtfertigt, dass man abends noch mehr Hunger hat als normalerweise. Und wir haben ja nicht so viel Energie, um groß zu kochen in letzter Zeit. Also gibt es heute Pasta aglio olio. Das ist für mich auf jeden Fall Comfort Food. Das tut gut für die Seele. Ein bisschen Kohlenhydrate, deftiger Geschmack. Und wir müssen unser Pasta-Vorrat aufbrauchen. Genau, so ist es. Wir müssen ja manchmal langsam gucken, dass wir da die Kisten leer kriegen, denn dauert ja nicht mehr so lange, bis wir verschiffen. Wie Jessie ja vorhin erwähnt hat, steht ja bald unsere Verschiffung an und eigentlich hätte die erst in einem Monat stattfinden sollen, aber da gab es ein paar Komplikationen. Wir hatten einen Container-Buddy, wir wollten ja den Van im Container nach Europa verschiffen, aber leider ist uns ja jetzt in letzter Sekunde unser Container-Buddy abgesprungen, weil die noch mehr Zeit hier in Kolumbien verbringen wollen, was auch voll okay ist. Ja genau, weil es hier wirklich so schön ist. Aber wir hatten zu einem gewissen Zeitpunkt gerechnet, nach Hause zu fliegen und haben bereits in Europa Sachen angestoßen, um da ja, weiterzumachen dann schlussendlich. Und ja, jetzt stehen wir hier ohne Container Buddy. Unser Verschiffer hat uns angeboten, Roro zu verschiffen. Das wollten wir eigentlich zuerst gar nicht, weil es erstens unsicher ist. Man muss viel vorher am Hafen sein oder in Cartagena sein, um den ganzen Kram zu erledigen und zusätzlich kommt noch dazu, dass halt die Schiffe nur alle 6 Wochen von Cartagena nach Europa fahren und die fahren dann nicht etwa zur gleichen Zeit wie die Container, sondern 2 Wochen vorher oder dann halt 4 Wochen nach dem eigentlichen geplanten Verschiffungstermin, den wir hatten. Ja, ja, und das stellt uns eben vor das Problem, dass wir auf einmal noch früher wahrscheinlich nach Europa zurückkehren, als wir eigentlich dachten, weil über einen Monat später zurückzufahren, das geht einfach nicht auf mit den Terminen, die wir schon haben und wir wollen ja die Sachen in Europa auch angehen und anstoßen. Also wird unsere Zeit hier in Kolumbien nochmal verkürzt. Was eigentlich sehr schade ist, weil dieses Land so viel zu bieten hat und wir, also ich würde sagen, für mich ist es eines der schönsten Länder, die wir auf der Reise hatten. Ja, also auf jeden Fall in Südamerika, aber ich glaube auch allgemein ist es auf jeden Fall unter den Top paar 3 Ländern. Ja, weil einfach die Menschen so herzlich sind, die Natur so schön, es ist auch so abwechslungsreich. Ja. Aber wir müssen jetzt halt einfach, wir haben die Liste ein bisschen gekürzt, sehr gekürzt. Wir sind auch ziemlich durchgetaktet. Wir haben jetzt einen Plan, wo wir an welchem Tag was machen. Und ja, darum sind wir auch ein bisschen geladener noch und ein bisschen gestresster, weil wir halt, oh ja, das Wasser kocht. Weil wir
einfach irgendwie in diesen, was sind das, 10 Tagen, die uns noch Ja, wir haben verbleiben? noch 10 Tage. Also Ja, doch noch ein bisschen was von Kolumbien sehen wollen, aber Ja. das ist halt schon echt konkret. ja. Naja, Und deshalb gibt es Comfort Food. Genau. Wahrscheinlich die nächsten paar Tage. Aber ist halt nur so. man muss sich die schönen Sachen Genau. im Leben auch gönnen. Gracias. Ups. Und ja, wir essen Mozzarella als Parmesanersatz. Was für eine Sünde. Schlecht Und- geplant. Ja, genau. Also nicht nur das, sondern es gibt halt nichts anderes. Aber das werde ich auf jeden Fall hier nicht missen. Also von hier nicht missen. Endlich guten Käse. Ja, ja vermissen, nicht missen. Ich weiß gar nicht. Ach, viel zu spät. Viel zu spät, viel zu viele Dinge im Kopf. So. Ups. What? Buen provecho. Wir hatten eine richtig ruhige Nacht. Man merkt, dass wir in den Bergen sind und es frisch ist. Wir mussten uns so richtig in die Decken einkuscheln, aber es war sehr, sehr schön. So richtig angenehm frisch. Und ja, wenn man dann morgens so bei dieser Natur aufstehen kann, Kaffee trinken kann mit Aussicht auf Berge und Palmen, was will man mehr? Das ist doch der ultimative Start in den Tag. Wir haben uns heute früh auch gleich den Kaffee gemacht, den wir gestern in Finlandia gekauft hatten. Und eigentlich wäre es ja auch richtig schön, noch ein bisschen mehr in dieses Kaffeethema hier einzutauchen. Hier gibt es ja auch so viele Fincas und Haciendas, wo der Kaffee ja angebaut wird und auch geerntet wird. Die kann man auch besuchen, aber ja, wir haben ja gestern gesagt, wir sind unter Zeitdruck. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Und wir waren ja auch in Zentralamerika auf einigen Kaffeeplantagen, in Guatemala, El Salvador, und konnten da den Prozess auch ein bisschen näher kennenlernen. Die Plantage selber auch besuchen. Wir sind da zwischen diesen Kaffeestauden durchspaziert, haben die Kirschen sehen können, wie sie kurz vor der Reife aussehen. Dann natürlich auch den Prozess gesehen, wie das dann weiter verarbeitet wird, geschält, gewaschen. Schon sehr interessant, was da alles mit einspielt, welche Einflüsse auch den Kaffee beeinflussen können. Wir haben da auch gerade in Guatemala am Lago Atitlan eine Kooperativa gefunden, die sogar ihren Kaffee nach Deutschland exportiert. Der war da schon richtig gut, aber es gibt sogar in Deutschland auch eine Rösterei, die den Kaffee röstet. Und das ist auch Specialty-Kaffee-Qualität, also richtig guter Kaffee. Und ehrlich gesagt, wir sind auch seitdem, hängt uns das so im Kopf, weil wir haben damals schon überlegt, ob wir nicht mal einen Kaffee im Shop rausbringen wollen für euch, damit ihr auch mal den Kaffee probieren könnt, den wir hier auf der Reise trinken. Aber wir sind uns so unsicher, ob euch das überhaupt interessieren würde. Also falls ihr Interesse hättet, dann schreibt es doch sehr gerne in die Kommentare, dann können wir gucken, dass wir das auch in den Shop kriegen. Jetzt machen wir uns aber auf den Weg, denn ihr hört es vielleicht schon, hier fahren immer wieder Autos vorbei. Ganz viele auch von diesen Willis mit Touristen, denn die sind alle genau aus demselben Grund hier wie wir. Wir sind nämlich im Cocora-Tal, das bekannt ist für die hohen Wachspalmen. Das wollen wir uns ansehen und darum machen wir uns gleich auf den Weg, damit es nicht allzu voll wird. Übrigens haben wir hier auf dem Parkplatz von einem Restaurant übernachtet. Das ist hier so üblich in Kolumbien. Und jetzt laufen wir hoch, das sind etwa 500 Meter und dann sollten wir schon beim Eingang sein. Igualmente, gracias. Gracias. So, 30.000 Pesos sind's. Was sind das umgerechnet? So 6 Euro etwa. Und jetzt gehen wir auf einen kleinen Rundweg.
wo man zu zwei richtig schönen Aussichtspunkten kommen soll. Ja, und ich freue mich. Also allein schon die Palmen, die man beim Herlaufen sieht, die steigern die Vorfreude. Wollen wir jetzt mal lang? Hier lang? Ja, wahrscheinlich. Hier gibt es wieder Lamas! Wir haben beim Hergehen schon die Schafe gesehen und die Kühe und Pferde, aber hier sind aber auch noch Lamas. Also ich glaube, egal... Passend zu deinem T-Shirt. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, so egal was gerade in unserem Leben so läuft, wenn wir Lamas oder Alpakas sind, dann gibt es einfach ein Lächeln aufs Gesicht. Das ist einfach immer so. Auf Lamas und Alpakas ist einfach Verlass. Wenn alles andere in der Welt irgendwie im Chaos versinkt, auf die ist Verlass. Da kommt man um die Kurve und hat so eine Aussicht mit so vielen von diesen Wachspalmen und die Pferde und Esel davor. Das ist schon fast kitschig. Also es ist wunderschön und wir haben ja auch super Glück mit dem Wetter. Es ist weder knallende Sonne noch so irgendwie komplett grau, was wir in der Früh eigentlich schon fast befürchtet hatten. Also es ist einfach, ja, richtig schön. Das Besondere am Cocoratal sind ja diese Wachspalmen, die so hoch wachsen und so schmal. Also sie sehen ja fast schon ein bisschen fragil aus. Und tatsächlich werden die auch bis zu 60 Meter hoch und 200 Jahre alt. Ich wusste gar nicht, dass Palmen überhaupt so alt werden können. Aber sie sind auch vom Aussterben bedroht, denn man sieht es ja, rund um die Palmen ist sehr viel Weideland, unter anderem auch für Rinder. Und gerade die fressen auch die jungen Triebe mit, wenn sie dann hier grasen. Und deswegen entstehen auch kaum neue Palmen. Und darum sind sie auch, gelten sie als stark gefährdet. Ich weiß noch ganz genau, als ich noch vor der Panamericana, also bevor wir überhaupt die Reise geplant hatten, Bilder von diesem Tal, von diesen Palmen gesehen hatte. Ich war komplett überrascht, dass das in den Bergen ist. Wo sieht man denn heutzutage Palmen in den Bergen, beziehungsweise auf 2500 Metern Höhe, oder? Ja. Und dass wir jetzt hier stehen und das noch so mitsehen, also miterleben dürfen, ist schon sehr speziell. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, so dass sich der Kreis schließt, jetzt so gegen Ende, dass man da nochmal so diese Sachen sehen kann, die einen auch inspiriert haben zu dieser Reise im Endeffekt. Ja, und ich glaube, wir dürfen uns allgemein so glücklich schätzen, diese 5 Jahre, die wir jetzt unterwegs waren, wir haben so viele schöne Sachen erleben dürfen, Menschen getroffen, neue Freunde getroffen und ja, was für Naturspektakel wir auch gesehen haben. Also wir sind da schon ein bisschen... Ich würde sagen, wir sind sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar, ja. Das Cocoratal ist ja sehr bekannt und eigentlich eines der bekanntesten Touristenziele in Kolumbien. Und wir hatten ehrlich gesagt schon Angst, dass es die ganze Zeit so sein würde wie hier auf dieser Plattform. Aber wie so oft haben wir eben auch da wieder ein bisschen Glück und die meisten Touristen kommen einfach her, um diesen einen Insta-Shot zu bekommen, dieses eine Foto. Hier hinten ist nämlich so eine Hand, die als Plattform für Fotos genutzt wird. Von da aus hat man ein bisschen Sicht auf das Cocoratal. Und deswegen sind alle hier, also die kommen alle den direkten Weg hierher und gehen dann auch wieder runter. Aber sie verpassen ja eigentlich das, was uns noch viel besser gefallen hat, dieser kleine Weg rundherum, wo man das Tal nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Und hier weiter hoch gibt es auch noch einen zweiten Aussichtspunkt, den wir uns ansehen. Und ich glaube, da werden wir auch viel weniger Leute haben. Also
ja, es verläuft sich dann doch gut und ein guter Tipp ist auf jeden Fall auch früh zu kommen, dann sind auch weniger Leute unterwegs. Wir sind noch mal in einem anderen kleinen Seitenarm des Tals und es sieht schon wieder anders aus. Also ich dachte schon echt am Anfang so, ja, irgendwann hat man die Palm halt gesehen, aber ja, irgendwie finde ich, wirkt es noch mal anders mit den Bergen und die Wolken kommen hier noch mal anders rein. Man muss ja auch sagen, die Wachspalmen, die gibt es nicht nur im Cocora-Tal, die haben wir auch schon kurz nach dem Trampolín de la Muerte gesehen. Das ist ja schon ein paar hundert Kilometer von hier entfernt und es gibt auch andere Täler, wo anscheinend diese Wachspalmenwälder noch dichter sind, aber die sind halt nicht so gut zugänglich und deswegen ist das hier so das bekannteste Tal. Und es ist ja auch wunderschön. Was für ein unglaublicher Ort. Dieses Cocora-Tal, das haben wir so noch nie erlebt. Ja, wir sind richtig froh, sind die hierher gefahren, diesen Umweg in Kauf genommen und ja, dieses Tal besucht zu haben, aber auch die ganze Region, diese Kaffeeregion mal gesehen zu haben. Ja, also ich glaube, wir haben uns schon richtig entschieden, von den wenigen Orten, die wir in Kolumbien besuchen können, diese Region hier ausgewählt zu haben. Und wir hoffen natürlich, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Ja, und wenn ihr uns unterstützen möchtet, abonniert gerne den Kanal, liked das Video, hypt das Video, schreibt fleißig Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego. Hasta luego.